einen neuen Gegner suchst. Ich bin bereit. Natürlich kann ich nicht erwarten, dass du mir jetzt verzeihst. Aber glaub mir, Lara, ich wollte euch nicht wehtun. Bitte, Lara, sag was. Rede mit mir. Ich habe nur ein paar Catering-Firmen angerufen und Blumengeschäfte. Und ich habe eine Gästeliste zusammengestellt. Ich will nicht, dass du dich da einmischst. Das ist meine Verlobung. Marie, wir haben es nur gut gemeint. Zum allerletzten Mal. Ich verzichte auf die Hilfe deiner Frau. Na komm, jedes Mal, wenn du mich siehst, willst du mir eine Bretter. Jetzt ist die Gelegenheit dazu. Mit einer Memme wie dir kämpfe ich nicht. Reicht's dir schon? Hör auf mit der Scheiße. Legst auf oder was? Fühlt sich kacke an auf dem Boden. Weißt du eigentlich, wie gut es mit Gabriela war? Eigentlich wollten wir dir eine Freude machen. Dann mischt euch nicht ein. Wir feiern bei euch auf Gut Schönberg und alles andere geht euch nichts an. Bitte, es ist deine Verlobungsfeier. Tja, Martin, lass uns Maries Wunsch einfach respektieren. Als ob du den beiden irgendwelche Vorschriften machen wolltest. So war es bestimmt nicht gemeint. Auch wenn vielleicht der Eindruck entstanden ist. Wie kannst du dich derart im Ton vergreifen? Papa, ich fühle mich überfahren. Beatrice hat viel ihrer wertvollen Zeit in die Organisation investiert, um dich zu entlasten. Ich habe sie nicht darum Wofür wir gebeten. ihr auch wirklich dankbar sind. Ich wollte euch nicht vor den Kopf stoßen. Tanja hat mir ihre Hilfe angeboten und deswegen braucht ihr euch um nichts zu kümmern. Na bitte, wenn du Tanja bevorzugst. Wir freuen uns sehr, dass wir auf Schönberg feiern können. Und es ist wirklich das größte Geschenk, das ihr uns machen konntet. Was wir auch sehr gerne annehmen, nicht wahr? Natürlich, keine Frage. Und über den genauen Ablauf können wir uns sicher noch verständigen. Alles ganz so, wie ihr wollt. Also etwas Unverfänglicheres als eine Einladung zum Essen, das gibt's ja nun wirklich nicht. Nicht, wenn sie von mir kommt. Deshalb der Umweg über Nina. Lara ist doch nicht dumm. Sie durchschaut doch sofort, dass die Einladung ihr gilt. Ob wir nun Nina oder sonst wen ansprechen. Christian, das ist es. Wir erweitern unser Team. Wo Christian ist, da ist doch Lara. Ach, aber komm, lass es bleiben. Waren wir uns nicht einig, was zu unternehmen? Ja, aber Alexa wird bestimmt kommen. Und dann dieser, der als Barmann bei Charlie arbeitet, du weißt schon. Simon. Na, Nina soll ihn fragen, ob er Lust hat, dazu zu kommen. Wie willst du Lara das Aufgebot an Gästen denn erklären? Wir geben uns die Ehre und alle ihre Freunde kommen. Sie als Einzige nicht, uns vielleicht, aber ihre Freunde stößt sie nicht vor den Kopf. Das heißt, sie moralisch unter Druck setzen. Richtig. Ich will, dass ihr wieder zusammenkommt. Ach, Arno, das kann man nicht erzwingen. Wir bauen ihr eine Brücke. Ich sag dir, auf eine solche Gelegenheit wartet sie nur. Lara ist 16, da wartet man auf alles Mögliche, aber nicht auf so eine Gelegenheit. Ja, eben. Man muss den Kindern ein bisschen auf die Sprünge helfen.
Alles okay? Ja, okay. Das war's dann wohl. Siehst aber ganz schön durch. Trotzdem verstehe ich nicht, Hey, das müsst ihr euch ansehen. Das ist grandios. Muss das denn gerade jetzt sein? Das gefällt euch. Warum bist du eigentlich nicht beim Zivildienst? Wie ist der denn drauf? Marie möchte die Vorbereitung für die Verlobungsfeier lieber selbst in die Hand nehmen. Das habe ich euch ja gesagt. Es gibt nur Ärger. Deine Mutter hatte wirklich ein paar gute Ideen. Aber Marie hat es zum Anlass genommen für eine Grundsatzdiskussion. Schade, aber nicht zu ändern. Und wo feiert sie jetzt? Ja, wo schon? Hier natürlich. Sehr praktisch. Bei der explosiven Stimmung hier können sie sich das Feuerwerk ja gleich sparen. Also das würde ich mir nicht geben. Na, hör mal. Das hier ist auch Maries Zuhause, trotz aller Differenzen. Du trägst dir nichts nach. Hauptsache, Marie und Henning werden glücklich. Und was kommt jetzt? Was hältst du von? Hört sich gut an. Woher weißt du denn, was ich sagen wollte? Deine Augen verraten es. Du planst etwas Verwegenes, voller Leidenschaft. Eigentlich wollte ich mich gerade anziehen. Was, jetzt mitten am Tag? Ich bin mit Tanja verabredet. Wir haben da eine kleine Verlobungsparty zu organisieren, falls du dich erinnerst. Das hat doch Zeit. Okay. Wenn du willst, dass wir unsere Gäste mit Bier und Würstchen bewirten. Ja, und die Musik kommt aus dem Ghetto Blaster. Ich bin dabei. Aber ich nicht. Darauf wartet Beatrice doch nur. Und wenn sie dir wirklich nur einen Gefallen tun wollte? Beatrice tut nichts ohne Hintergedanken. Sie wollte mich schon immer gegen meinen Vater ausspielen. Die böse, böse Stiefmutter. Aber es ist so. Nichts ist dir gut genug. Okay, okay. Und wie lange ist es her? Wenn du jetzt ihre Hilfe ablehnst und Tanja den Vorzug gibst, dann ist das eine ziemliche Zurücksetzung für sie. Ja, aber ich kann es nicht ändern. Tanja steht mir nun mal näher. Aber sie gehört nicht zur Familie. Und es ist doch wohl Sitte, dass in erster Linie die Eltern der Aber Braut... Beatrice reißt immer alles an sich. Henning, ich kenne sie und darauf habe ich keine Lust. Na gut, wie du meinst. Und sie hat's ja wohl auch verstanden. Hoffentlich. Lass uns nicht streiten. Wolltest du nicht zu Tanja? Später. Klar, sehr gern. Warte, ich frage ihn mal. Arno und Mom wollten heute Abend kochen. Hast du Lust mitzukommen? Ich? Ja. Was gibt's denn zu essen? Simon ist begeistert. Ich frohlocke. Nein, soweit ich weiß, hat er nur Wasser getrunken. Es liegt wohl an seinen Kontoauszügen. Ja, ich frage Lara. Aber ich kann dir nichts versprechen. Ich sag dir dann Bescheid, ja? Bis dann. Tschüss. Tja, wie ich es mir gedacht habe. Lukas hat noch nichts überwiesen. Von meinem Erbteil, den ich eigentlich meinem lieben Bruder Marc geschenkt habe. Der nichts Dümmeres zu tun hatte, als... Das liebe gute Geld dem Halsabschneider Lukas in den Rachen zu werfen. Ich weiß, ich weiß. Vielleicht ist das Geld ja noch unterwegs. sich zu verkrümeln in Lukas Taschen. Hi. Hi. Gut, dass du kommst. Wieso? Ist was passiert? Nein, nein. Wir sind nur zum Abendessen eingeladen. Bei deiner Oma. Also eigentlich hat uns Arno eingeladen. Ich muss Hausaufgaben machen. Simon kommt auch. Ach ja, und Alexa und Christian sind auch da. Na, da fällt's ja nicht auf, wenn ich hier bleibe. Die beiden wollen noch bald heiraten und das soll ein bisschen gefeiert werden. Was noch Blöderes ist dir nicht eingefallen, oder? Ach, Lara.
Elisabeth würde sich wirklich freuen, dich zu sehen. Pech. Mir würdest du auch einen großen Gefallen damit tun. Bitte. Mir zuliebe. Hm? Na gut. Aber wenn Elisabeth mich nervt, mache ich die Fliege. Und Jonas hat was? Mich so lange provoziert, bis ich zurückgeschlagen habe. Wie siehst du denn aus? Kleiner Sportunfall. Mit einer Wand oder was? Mit einem Laternenmast beim Joggen. Klar. Ja. Musst du mir bitte ein Wasser und Eis wäre nicht schlecht. Schoko oder Vanille? Ich würde dir lachen, aber leider... Was guckst du mich denn jetzt so an? Ich war das nicht, ich bin unschuldig. Was du trinken möchtest. Ach so. Eine Cola, aber ich brauche keine extra Eis, danke. Okay. Aber sag mal, die Deckung hast du schon ein bisschen vernachlässigt, oder? Dann guck dir mal Jonas an. Er hat dich tatsächlich rausgefordert, obwohl er Rheuma hat? Asthma. Ich habe ihm auch gesagt, dass er keine Chance hat. Genauso gut hätte er seine Oma in den Ring schicken können. Seine Oma war aber nicht mit Gabriela im Bett, oder? Egal. Der Kampf ändert sowieso nichts. Was Jonas getan hat, kann er nie wieder rückgängig machen. Das nicht. Aber so hat er dir wenigstens mal die Möglichkeit gegeben, deine Wut abzubauen. Ich meine, ist doch eigentlich ein netter Zug von ihm, oder? So können wir gar nicht kämpfen, bis meine Wut draußen ist. Und warum hast du dann aufgehört, als er am Boden lag? Hm? Keine Ahnung. Jedenfalls... Ist ja wohl auch egal. So, bitteschön. Dankeschön. Entschuldigen Sie, ist der Platz noch frei? Ja, selbstverständlich. Danke. Gut, was darf ich Ihnen bringen? Ein Kaffee bitte. Sehr wohl. Übertreibst du nicht ein bisschen? Charlie Schneider gehört der Laden und sie ist gut mit Clarissa befreundet. 2 Arbeitskollegen von All Media treffen sich zum Mittagessen. Was soll denn daran verdächtig sein? Ich will halt nicht, dass sie auf dumme Gedanken kommt. Die Frau aus dem Marketing, wissen Sie? Ja, jetzt wo Sie es sagen. Ja, aber E-Commerce stagniert und ich denke nicht, dass die Anteilhaber das noch lange mitmachen werden. Ja. Soll ich dir einen Oscar verleihen? Nein. Sag mir lieber, wie ich die Hochzeit von Marie und Henning verhindern kann. Wie bringt man 2 Liebende auseinander? Mit Sex. Ein Seitensprung, paar Fotos. Nicht die beiden. Daneben Geld. Ist auch immer ein sehr beliebter Trennungsgrund. Komm, die schwimmen im Geld. Wenn die streiten, dann darüber, wer es zuerst ausgeben darf. Die Probleme hätte ich auch ganz gerne mal. Vielleicht ergibt sich irgendwas bei der Verlobungsfeier. Willst du den Partyservice bestechen? Nee, Marie und ich organisieren das doch zusammen. Du hilfst dir bei der Verlobung? Ich sehe nicht gerade, wie das eine Hochzeit verhindern soll. Ich komme meinem Opfer näher, gewinne ihr Vertrauen. Und Einblick in ihre Schränke und Schubladen. Ganz genau. Was ist, wenn Lara es sich anders überlegt und gar nicht kommt? Dann hätte Nina ganz sicher schon angerufen. Hallo, ihr beiden. Guten Abend, Herr Brandner. Guten Abend, Herr Brandner. Danke für die Einladung. Kommt rein. Hallo. Guten Abend. Ist Lara da? Lara wollte mit Nina und Simon kommen. Achso, die hier ist für Sie. Oh, danke schön. Vielen Dank. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Habe ich Sie doch gesagt. Möchtet ihr was trinken? Cola, wenn es geht, bitte. Ein Bier. Ja. Ich kümmere mich um die Getränke. Ja, gut, danke. Hallo. Hi, Mom. Guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Habt ihr Lara gar nicht mitgebracht? Ach. Na, schön, dass du da bist. Ich meine, schön, dass ihr da seid. Hi, Lara. Hi. Oh, da seid ihr ja. Die bezeichnen sich als Showband, spielen überwiegend auf Hochzeiten und Jubiläen. Das klingt aber einschläfernd. Wieso buchst du nicht einfach über das Label einen Top-Act? Ich glaube nicht, dass eine Rockband standesgemäß ist. Ja, es ist deine Verlobungsfeier und du kannst es eh nicht jedem recht machen.
Bei dem Anblick hier knurrt einem aber auch der Magen. Dir kann geholfen werden. Ich sag mal in der Küche Bescheid. Danke. Kann ich Ihnen helfen? Ich suche ein Telefonbuch. Zwischen den Papieren meines Mannes. Ich konnte von außen ja nicht sehen, was in der Schublade drin ist. Aber ein Blick genügt, um zu erkennen, dass da kein Telefonbuch drin ist. Ich war so in Gedanken. Dass Sie vergessen haben zu fragen? Ja, Marie ist in der Küche und ich hatte gerade eine super Idee für die Feier. Ich finde, Sie nehmen sich zu viel heraus. Ich wollte nur bei der Hochzeit helfen. Also den Eindruck hatte ich nicht gerade. Besser, ich gehe jetzt. Du bleibst hier. So sieht es also aus, wenn du dich aus allem raushältst. Jonas, wenn sich die Wunde entzündet, tut's noch mehr weh. Jetzt komm her. Wie ist das eigentlich passiert? Sportunfall. Mit einem Laternenmast. Hä? Ja, Daniel hatte auch einen kleinen Sportunfall. Er ist beim Joggen gegen einen Laternenmast gerannt. Ah. Komm, jetzt halt mal still. Und was hat er sonst noch gesagt? Er wollte auch einen Eisbeutel haben, zum Kühlen. Oh Mann, es ist kalt. Ach, stehst du auf einmal nicht mehr auf Schmerzen? Was hätte ich besser machen sollen, hä? Besser auf deine Deckung achten? Sich zu prügeln, ist doch wirklich kindisch, Jonas. Ich weiß auch noch nicht, ob sich das gelohnt hat. Nach dem Kampf ist er einfach abgehauen. Also, keine Aussicht auf Versöhnung? Nein. Ich habe deiner Freundin nur erklärt, wie ein Gast sich zu benehmen hat. Hätte ich bloß nicht das Telefonbuch gesucht. Du konntest meine Freundin noch nie leiden. Ach, das bildest du dir ein. Und dass du dich immer in alles eingemischt hast und mir ständig Vorschriften gemacht hast, das bilde ich mir auch nur ein, ja? Ja, in jeder Familie gibt es Regeln. Deine Regeln. Lass uns das bitte später... Müsst ihr schon wieder streiten? Beatrice hat sich nicht an unsere Abmachung gehalten. Marie ist der Meinung, ich will verhindern, dass sie zusammen mit Tanja die Feier plant. Weil du es nicht ertragen kannst, wenn ich mich mit jemandem gut verstehe. Also jetzt reicht's. Könnt ihr euch nicht einmal vertragen? Erst wenn sich Beatrice bei Tanja entschuldigt. Ich soll? Wofür? Dass ich sie dabei gestört habe, als sie in unserem Schreibtisch rumgewühlt hat? Sie hat das Telefonbuch gesucht. Wie kann man nur so naiv sein? Aber so war es. Da hörst du's. Und jetzt? Martin! Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Sag mal, Alexa, wolltest du dir nicht morgen so ein super enges Teil kaufen? Und wenn ich eine Woche Diät machen muss, du kriegst meinen Nachtisch nicht. Es ist übrigens noch was übrig, falls du Hunger hast. Ich wohne in der WG und da muss man halt immer gucken, wo man bleibt. Man weiß ja nie, wann es das nächste Mal was gibt. Besonders, wenn man mit dir zusammen wohnt. Also es kommt mir irgendwie bekannt vor. Was schaust du mich dabei so an? Du kannst meinen haben. Was isst denn du dann? Vielleicht möchtest du ein bisschen Obst. Sag einfach, wenn du was willst. Kann ich noch einen Schluck Cola haben? Ja, klar. So etwas wie das hier sollten wir öfter machen. Ja, aber das nächste Mal bei uns. Und wir gehen ins Kino. Lara, habt ihr denn eigentlich schon einen Hochzeitstermin? In 6 Wochen geben wir uns das Jawort. Und in der 7. Woche ist alles Lüge. Entschuldigt mich bitte. Sag mal, musste das sein? Wieso? Dass es mit der Wahrheit nicht so hat, weiß ja wohl jeder. Also, wenn du Unfrieden stiften willst, warum bleibst du dann nicht zu Hause? Ich will nur meine Pflanzen holen. Jetzt sei doch vernünftig. Das sagst ausgerechnet du? Ich werde mich doch wohl noch verteidigen dürfen. Ihr seid beide gleich stur. Kannst du nicht einmal nachgeben? Dir zuliebe habe ich ihr Benehmen lange genug ertragen. Jetzt reicht's. Warum machst du mir das Leben so schwer? Du weißt doch, was Marie mir bedeutet. Und was ist mit mir? Bedeute ich dir nichts? Zwing mich nicht, mich zu entscheiden. Martin! Ich hab's doch nicht so gemeint!
denn mit dem los? Komm, Jonas. Gib dir einen Ruck. So wie ich aussehe. Na, und im Kino ist es dunkel. Und wenn jemand lästert, dann sagst du einfach, du bist das Double von Arnold Schwarzenegger. Sieht ja sowieso schon aus wie der dritte Terminator. Ihr seid echt wahre Freunde. Und so lustig. Rahel, Hi. Hi. schaust dir auch gut aus. Falls du Eiswürfel brauchst, sind noch welche im Gefrierfach. Ich wollte zu Jonas. Okay, aber falls ihr irgendwie eine Fortsetzung plant, dann bitte nicht hier. Onkel Tom hängt nämlich an seiner Hütte. Also, Ich übrigens auch. reißt euch zusammen. Hm? Tschüss. Was sollte das eigentlich? Ich wollte dir eine Chance geben, dich abzureagieren. Und wieso? Früher hast du immer zu mir gehalten. Du warst eben mein Freund. Das bin ich immer noch. Und warum ausgerechnet Gabriella? Ich habe mich in sie verliebt. Und es tut mir leid. Du siehst ganz schön scheiße aus, weißt du das? Du aber auch. Jetzt ruft Dad doch einfach übers Handy an. Warum ruft er mich nicht an? Du weißt doch, dass er bei Marie immer auf Stur schaltet. Er ist so parteiisch, egoistisch, voreingenommen. Und trotzdem hast du ihn gern, nicht wahr? Sonst hätte ich ihn ja wohl kaum geheiratet. Was wird das denn jetzt? Ich rufe ihn jetzt an. Oh, da hat wohl gerade jemand denselben Gedanken. Von Weinbach? Ja. Ja, das ist mein Mann. Wieso? Was ist denn? Oh mein Gott. Ein Unfall?